Hallo Leute, ich habe hier das neue Flaggschiff-Modell von Dell, den U2723QE 4K-Display mit USB-C Charging 90 Watt, KVM-Switch und viel mehr. Viel Spaß bei dem Video, bis dann! Schauen wir uns das Ganze jetzt auf der Dell Homepage mal an. Hier sehen wir schon den happigen Preis von knapp unter 800 €. Eine Menge Geld, aber dafür bekommt man auch ein sehr tolles Gerät. Kurzer Hinweis noch an alle, die den Monitor beruflich nutzen. Dieser ist natürlich steuerlich absetzbar, was den Preis auch um ca. die Hälfte reduzieren kann. An dieser Stelle sehen wir noch den Hinweis aufs IPS Black. Ist natürlich sehr überspitzt dargestellt mit dem Links-Rechts-Vergleich. Dennoch können wir sehen, dass die Kontrastwerte sehr gut sind. Die werden später noch in den Vergleichsvideos dargestellt. Außerdem angenehmer für die Augen durch Low Blue Light und Flicker Free. Auch sehr gute 98% DCI-P3 Farbraum, selten gesehen. Das HDR 400 hat mich nicht besonders überzeugt, könnt ihr dann auch später im Vergleichsvideo sehen. Ihr könnt auch über nur einen USB-Anschluss über ein MacBook an 2 Monitoren arbeiten. Möglich ist das über einen Display-Port-Ausgang an dem Monitor, womit ihr einen weiteren Display-Port-Monitor anschließen könnt. Das Einschalten des Laptops über die Power-Sync-Funktion geht wohl nur bei Dell-Laptops. Solltet ihr mehr wissen, sagt Bescheid. Der Monitor lädt euren Laptop oder MacBook mit 90 Watt, hat einen Ethernet-Eingang, womit ihr hart am Netzwerk angeschlossen seid, und an der Unterseite einen 15 Watt USB-C-Ladeanschluss für zum Beispiel ein iPad, Smartphone oder sonstige Geräte wie ein Gimbal etc., womit ihr damit laden könnt. Wie hier zu sehen, könnt ihr somit einen Laptop und einen festen Rechner an den Monitor anschließen und über den KVM-Switch beides steuern. Die Verarbeitungsqualität ist Dell-typisch hervorragend. Der Ein-Ausschaltknopf und der Joystick fühlen sich super an und im Gegensatz zum LG-Monitor, den ich bis jetzt hatte, knarzt hier nichts und macht keine Quietschgeräusche. Der Monitor ist selbstverständlich höhenverstellbar, neig- und schwenkbar. Und nun kommen wir zu dem besten Teil dieses Monitors. Er hat unglaublich viele Anschlüsse, wie ihr sehen könnt. Ich kenne keinen Monitor, der so viele Anschlüsse hat wie dieser Monitor. Ganz links haben wir den Kensington Lock, anschließend Stromanschluss, und hier sehen wir schon den HDMI-Port und den DisplayPort-Eingang, sowie auch den USB-C-Eingang für Laptops, MacBooks mit den 90 Watt. Anschließend haben wir den DisplayPort-Ausgang, um einen zweiten Monitor anzuschließen, eine Kopfhörer 3,5 mm Klinkebuchse, hier den USB-C-Eingang, womit wir zum Beispiel von einem festen Rechner
ja, die weiteren USB-Ports verbinden können, als auch noch den Ethernet-Eingang. An der Unterseite sehen wir einmal den USB-C-Ausgang mit den 15 Watt und daneben noch einen weiteren USB-Anschluss, der 5. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Bei mir hat der Netzwerkanschluss nicht auf Anhieb funktioniert. Hier hat der Treiber noch gefehlt. Deswegen eine kurze Anleitung, wie ihr diesen schnell installieren könnt, falls das bei euch auch das gleiche Problem ist. Ihr geht in den Gerätemanager, geht unten hier auf Netzwerkadapter und bei mir war dann der zweite, der Realtek USB Gigabyte Ethernet Family Controller, nicht installiert. Hier könnt ihr mit einem Rechtsklick auf Treiber aktualisieren gehen und so installiert Windows 11 diesen automatisch. Das Kabelmanagement funktioniert über ein Loch am Standfuß. Kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle: Das Loch ist so weit unten, wenn ihr den Monitor bis nach oben fahrt, könnt ihr alle Kabel unten sehen. Wenn ihr nun von eurem MacBook auf euren Windows-Rechner oder umgekehrt switchen wollt, dann könnt ihr mit dem Joystick an der Rückseite des Monitors einfach den anderen Eingang auswählen, ob HDMI, DisplayPort, USB-C, egal. Und ihr seht, die Maus und die Tastatur funktionieren auch jetzt am Windows-Rechner ganz normal weiter. Außerdem erkennt der Monitor ein neu eingestecktes Gerät. Jetzt hier an dem Beispiel an meinem MacBook, ich stecke den USB-C-Stecker einmal ab, stecke ihn neu an, das heißt, neues Gerät wird erkannt und siehe da, der Monitor fragt mich, möchtest du jetzt auf dieses neue Gerät switchen? Ich bestätige kurz mit Ja und hier haben wir die Oberfläche des MacBooks. Kommen wir jetzt nun zum ersten Display-Vergleich mit meinem alten Dell S2716DG. Das ist ein 144 Hz TN-Panel, zugegebenermaßen eigentlich keine Panels, die man miteinander vergleichen kann. Dennoch wollte ich diesen Vergleich euch nicht vorenthalten, da man hier einfach die Überlegenheit eines IPS-Panels wirklich sehen kann. Schaut euch in diesem Bild zum Beispiel mal die Schwarzwerte an, die Ränder. Auf dem rechten Bild sieht man es eher in Grau und links sieht man ein schönes, tiefes, sattes Schwarz und da sieht man auch die Kontrastverhältnisse. Kommen wir nun zu einem etwas faireren Vergleich, dem LG 27 UP850. Das ist auch ein 4K USB-C Monitor. Diesen habe ich vor einem Jahr für 500 € gekauft. Ich denke, das kann man auf jeden Fall schon mal besser vergleichen. Dieser Monitor besitzt keinen KVM-Switch, nicht so viele Anschlüsse wie der Dell, dennoch ein unglaublich gutes Panel. Die Schwarzwerte gefallen mir hier beim Dell nochmal einen Ticken besser als beim LG, aber der Unterschied ist nicht wirklich sehr groß. Was beim Dell schlechter ist, ist das Backlight Bleeding, was man in der unten linkeren Ecke teilweise sieht. Man sieht das jedoch sehr stark, wenn man die Helligkeit auf 100% setzt. Wenn man das bei 75% lässt, dann fällt das eigentlich nicht auf. In der Farbdarstellung hat mir der Dell auch einen kleinen Ticken besser gefallen. Hier merkt man die DCI-P3 Farbräume von 98%. Die Kirschen waren ein bisschen satter, ein bisschen roter. Aber schaut euch das Bild einfach selber an und guckt vielleicht, was einfach für euch und euer Auge vielleicht das bessere Bild ist. So, als nächstes wollte ich euch einen Eindruck geben, wie es aussieht mit der Helligkeit und den Schwarzwerten bei 75% Helligkeit. Das sind die Werkseinstellungen. Dann bei 100% Helligkeit und wie es mit HDR 400 aussieht.
Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Bildern sagt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. In meinen Augen ist das Bild mit den 75% Helligkeiten das rundeste Bild, da wir hier die besten Schwarzwerte haben. Die Farben sind bei den 100% Helligkeit in meinen Augen ticken besser, aber hier kommt doch sehr stark das Backlight Bleeding bei Schwarz durch. Und das HDR verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, vielleicht ist es hier noch ein Firmware-Fehler. Aber da finde ich persönlich das Bild mit Abstand am schlechtesten. Kommen wir zum Gaming. Ja, ich weiß, ein 60 Hertz Panel ist keine Gaming-Maschine. Ich hatte bis jetzt auch ein 144 Hertz TN-Panel von Dell gehabt, was wir vorhin gesehen hatten. Ich muss ehrlich zugeben, ich merke den Unterschied nicht so stark wie anfangs befürchtet. Für Gelegenheitsgaming ist es absolut akzeptabel, wie es bei mir ist. Und wenn jemand Hardcore-Gamer ist, ja, dann könnte es eventuell Sinn machen, doch auf 144 Hertz zu gehen. Ich wollte euch hier nur einen kurzen Eindruck zeigen. In meinen Augen, wie gesagt, Gelegenheitsgaming absolut in Ordnung. Aber macht euch einfach selbst noch einen Eindruck dazu. Kommen wir zum Fazit. Habt ihr keinen Laptop, sondern nur einen Festrechner und seid einfach nur ein bisschen im Homeoffice unterwegs und benötigt nicht diese Anschlussvielfalt, die dieser Monitor bietet, dann würde ich sagen, spart euch das Geld und holt euch lieber einen anderen 4K-Monitor, zum Beispiel den vorgestellten LG. Habt ihr jedoch einen Laptop oder beziehungsweise ein MacBook, da kann ich euch diesen Monitor wärmstens empfehlen. Die Anschlussvielfalt ist wirklich eine richtig tolle Sache und macht wirklich Spaß beim täglichen Arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Den Link zum Dell-Monitor und LG findet ihr in der Infobox. Lasst mir einen Daumen da, abonniert diesen Kanal und ihr werdet das nächste Video nicht verpassen. Da werde ich den Gigabyte M28U im Vergleich zum zum Dell testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Bis dann, ciao. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight.